Morgen, schön, dass du wieder hier bist auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich möchte heute noch mal was mit dem Rakel machen. Den kennst du ja schon, wir haben den schon ein paar Mal benutzt. Also das ist einfach nur ein Stück Pappe, aber halt sehr leicht zu bedienen. Du kannst natürlich auch den Fensterwischer nehmen oder hier diese Mauerkelle kannst du auch nehmen. Die hat halt einen Griff, das heißt, du kannst die anders anfassen, über die Fläche ziehen. Und die Pappe kannst du dir so groß schneiden, wie du die eben brauchst. Das finde ich ganz gut. Also auch ein größeres Stück ist leicht zu handeln. Ja, also erstmal alles zur Seite legen, weil wir starten jetzt einfach mal durch. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe oft gelesen, gerade, dass ihr nicht wisst, wie ihr anfangen sollt. Einfach machen, auch nachher beim Weitermalen, einfach machen. Gar nicht groß überlegen, Kopf ausschalten, hier die Erinnerung, einfach machen. Der erste Schritt ist getan, der zweite folgt mit Schwarz. Wie schön kann Schwarz sein, finde ich. Also herrlich, so schon anzufangen, einfach raufgießen. Und jetzt machen wir auch genauso weiter. Verstreich die Farbe und schau, was für schöne Pünktchen und Muster entstehen. Zieh das einfach hin und her, genauso wie du magst. Was für tolle Effekte hier. Also so einfach kann man so schöne Sachen machen. So, jetzt das Werkzeug auch schwarz. Das musst du sauber machen auf jeden Fall, bevor wir gleich die nächste Farbe nehmen. Und ja, groove dich ein bisschen ein, wipp mit den Hüften, hab einfach Spaß, genieße deinen Prozess. Und wir nehmen jetzt mal hier so eine Pappe. Probieren das mal aus, ziehen die mal rüber und ja, dabei entstehen ein paar Streifen von dem Werkzeug, weil ich gerade nur mit der Kante arbeite. Also ich arbeite gar nicht mit der Fläche, sondern mit der Kante. Einfach raufschmeißen. Ich hoffe, du hast dir jetzt schöne Musik angemacht, sodass du ja im Takt deine Farbe darauf kippen kannst. Das hilft dir. Also ich finde, das hilft immer, wenn man einfach so im Takt bleibt und danach sich bewegt und auch den ganzen Körper beim Malen einsetzt. Fang erstmal mit wenig an, also mit wenig Farbspritzern, sag ich mal. Mach dein Werkzeug immer sauber und so kriegst du ein gutes Gefühl eben für dein Material. Farben habe ich heute mir schon vorher überlegt und hingestellt. Aber wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Ja, das macht Spaß. Also rauf da und ja, wir können noch mal die Kelle nehmen. Jetzt habe ich ziemlich viel Farbe gerade. Das lässt sich anders verteilen als so wenig Farbe und gerade diese Verläufe finde ich schön hier. Ja, was man hier hat bei dem Spachtel hier, bei der Kelle, die saugt sich so fest, ich kann die hier gar nicht schieben. Also über die Farbe lässt die sich hier gar nicht richtig ziehen. Also am besten nicht so doll aufdrücken. Jetzt nochmal ein anderes Blau. Nochmal auf die hellen Flächen drauf. Ah, das ist noch zu fest, das kann man gar nicht richtig gießen gerade. Die Pappe, ist auch keine Farbe drauf, kein Schwarz. Nein, jetzt nochmal runterziehen in die andere Farbe. Genau, das verzieht sich leicht, also leicht jetzt ineinander.
Ich habe hier noch einen anderen Karton liegen. Der ist ein bisschen kleiner. Das sind doch tolle Effekte. Also jetzt ist natürlich auch was auf dem Werkzeug drauf, was ich woanders auch nochmal wieder verstreichen kann hier. Ja, das macht total Spaß. Also ich höre hier nebenbei auch Musik, ganz leise. Und ja, jetzt könnte man das darauf gießen. Ich überlege gerade. Aber das platscht dann ja so. Also ich gebe das hier mal auf das Werkzeug, auf meine Pappe. Jetzt umdrehen, ohne das, was hier hin läuft. Es geht. Diese Nass-in-Nass-Effekte sind schön, also wenn die Farbe so schön nass in nass sich verbindet und neue Farbtöne auch entstehen. Das kannst du toll mit der Pappe machen. Und du kannst dir Zeit lassen. Also du kannst ganz in Ruhe hier die Farbe verstreichen. Ich kann jetzt auch noch mal so drauf drücken, dann ist es wie mit dem anderen Werkzeug. Dann ziehe ich gleichmäßiger die Farbe rüber. Auch natürlich hier so Abdrücke machen. Also hier sind ja noch Restfarbe drauf und die drücke ich hier einfach nochmal ab. Das sind auch nochmal schöne Effekte, finde ich. Kannst du auch zwischendurch mal machen. Immer wieder drehen, die Fläche, sonst arbeitet man mehr ja, in dieselben Richtungen und so wechselt man automatisch die Richtung. Das macht Spaß und du kannst so toll abstrakt malen. Also hier sind auch so schöne Figuren, finde ich. Also was man dann wieder so für sich entdeckt. Ja, der dunkle Ton hier, der ist ein bisschen heller geworden. Also ich nehme hier vielleicht noch mal ein bisschen was, gebe ich noch mal was hin. Das kannst du natürlich auch machen. Immer wieder die Farbe neu dazugeben. Und dann entstehen automatisch weitere Farbtöne.
So, jetzt sind meine Farben langsam leer. Jetzt muss ich hier nochmal einen Pinsel nehmen, die Farbe rausholen, die letzte. Und dann eben so ein bisschen aufs Werkzeug geben. Wohin jetzt? Also geht mir auch so, dass ich jetzt überlege, ja, man kann es jetzt hier einfach raufgeben. Wow, das ist super. Ja, viel sauber machen musste ich heute gar nicht. Also der Tisch ist auch gar nicht eingesaut. Also du kannst das auch gut zu Hause machen. Deckt sonst ab, schafft vor allen Dingen viel Platz rechts und links. Aber ansonsten ist keine Farbe irgendwie runtergelaufen. Also die ist auf der Fläche und das ergibt eben diese tollen Rakeleffekte, wie du die bestimmt auch schon kennst. Und dazu gibt es ja auch schon einige Videos im Kanal. Also einfach machen, das geht einfach und gut mit der Pappe. Wenn du die Kelle nicht hast oder einen Rakel nicht hast, nimm einfach ein Stück Pappe. Das geht genauso gut, behaupte ich mal. Also du siehst, da sind einfach tolle Effekte drin. Einfach machen. Die Tasse gibt es jetzt auch beidseitig bedruckt. Also schau da gerne in meinem Shop unter dem Video. Und ja, das kennst du, das ist im Kanal. Da hinten das Werk ist im Kanal. Das ist für mich immer so Strand, Leichtigkeit. Ach, herrlich. Ja, ich könnte auch schon wieder ans Meer. Ja, also ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben und fängst einfach an zu malen. Viel Spaß. Tschüss. In meinem Buch steht auch einiges zu den Acrylfarben. Also was sind Acrylfarben, wie werden die oder wie kann man die noch weiter bearbeiten, unter anderem auch verdünnen. Schau da einfach mal ins Buch, weil die Frage immer wieder auftaucht. Schau auch auf meinem Blog, da habe ich auch noch mal was zugeschrieben. Darüber ist auch wieder ein Video verlinkt zu meinem Kanal hier. Also abonniere den Newsletter und abonniere auch meinen Kanal. Dann erhältst du eben immer auch wieder neue Videos oder sorgst auch mit deinem Like eben dafür, dass meine Videos überhaupt gesendet werden. Also Dankeschön dafür und ja, jetzt wünsche ich dir einen tollen Sonntag. Ich hoffe, ihr fangt jetzt alle an zu malen, habt einfach Spaß, macht euch tolle Musik an und genießt einen inspirierten Sonntag. Und ja, in unserer Gemeinschaft hier, also gerade die schon so lange hier sind, ich danke euch herzlich, dass ihr immer wieder kommt, wir uns sonntags treffen im Chat. Das ist so schön, ich freue mich immer. Ich sitze dann immer schon mit so einem Grinsen, obwohl ich oftmals noch ganz müde bin, mit so einem Grinsen vor meinem Rechner und freue mich auf euch und freue mich auf den kurzen, aber intensiven Chat. Also danke, dass du dabei bist. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!